Als nächstes geht's nach Big Island mit dem Flieger, aber es dauert nur 35 Minuten. Tada! Wir sind jetzt hier in Küstenstädte. Es ist so warm heute in Hawaii. Ja, warm. Wir machen alles hin und es war so kalt. Ja? Papa, und dann, weißt du, was passiert ist? Es war eigentlich sehr warm. Ja, juhu. Hallo, wir sind jetzt auf Big Island. Juhu, die zweite Insel. Es ist so schön warm hier. Und der Flug war echt kurz. Wir sind hochgegangen und dann auf einmal wieder runter. Sind wir da. Und das Flugzeug war nur halb voll. Es gab freie Sitzwahl. Der Flughafen ist draußen. Hallo zusammen! Wir sind jetzt auf Big Island und in Hilo gelandet und das ist unser Mietwagen. Schön geräumig. Also ich muss ja sagen, der Kofferraum hat genau die perfekte Größe für die Anzahl der Gepäckstücke, die wir haben. Alle anderen Autos, die wir bis jetzt hatten, da mussten wir immer irgendwas da auf die Rückbank verstauen, aber alles passt jetzt hinten rein. Wir sind so zufrieden mit dem Auto. Hier ist alles automatisiert. Also natürlich die Heckklappe, ne? Und dann noch hier. Hier, wenn man diese Tasten gedrückt hat, kann man die einzelnen Sitze vor- und zurückschieben oder einklappen. Das geht alles automatisch hier in dem Auto. Das ist der optimale Platz für uns als Familie mit 3 Personen. Also echt. Und welches Auto kann das noch bieten? Schreibt es mir in die Kommentare. Alles drin? Dann drückt man hier drauf und dann geht alles wieder zu. Unser erster Halt ist die Stadt Hilo, die ca. 1,5 Stunden vom Flughafen entfernt liegt. Unser Hotel auf Big Island war das SCP Hilo, ein nachhaltiges Boutique-Hotel direkt am Meer. Die Zimmer sind modern, schlicht und gemütlich eingerichtet und das ganze Konzept setzt auf Umweltbewusstsein und Aloha Spirit. Besonders toll fanden wir die entspannte Atmosphäre und die Nähe zum Stadtzentrum von Hilo. Ja, was findet man denn hier? So ein deutsches Magazin. Für ein gesundes Frühstück waren wir im Vibe Café in Hilo. Alles ist bio, frisch und vegan. Perfekt für einen energiegeladenen Start in den Tag. Hallo zusammen, willkommen an den Rainbow Falls hier auf Big Island in Hilo. Dieser Name kommt natürlich nicht von ungefähr. Wenn man morgens hier steht, dann scheint die Sonne und diese kann dann schöne Regenbogenfarben erzeugen. Der Regenbogen stürzt hier ca. 24 Meter in die Tiefe und ist umgeben von einem tropischen, wunderschönen Regenwald. Heute sind wir in Hawaii. Juhu! Wenn ihr auf Big Island seid, dann ist das hier auf jeden Fall ein Muss. Kommt alle vorbei! Juhu! Direkt bei den Rainbow Falls in Hilo findet man uralte Banyanbäume mit spektakulären Wurzelformationen. Schaut euch mal diesen wundervollen Baum an hier. Und diese Landschaft aus Wurzeln. Die Wurzellandschaft auf Big Island. Ihre Luftwurzeln hängen wie Vorhänge herab und schaffen eine mystische Atmosphäre. Manche Bäume sind so groß, dass man durch ihre Wurzeln hindurchgehen kann, fast wie in einer natürlichen Kathedrale. Es ist ein Ort, an dem man die Kraft und Magie der hawaiianischen Natur hautnah spüren kann. Wir sind jetzt an den Kumana, sie sind nur ein paar Minuten von den Rainbow Falls entfernt. Und das sind echte Lavatubes, da gehen wir jetzt mal rein. Dieses Lavatunnelsystem entstand 1881 bei dem Ausbruch des Mauna Loas. Ja, und du kannst hier sogar in einem echten Lavatunnel hinabsteigen. Let's go! Schon der Eingang hier wirkt wie ein richtiger Dschungelpfad. Hier drinnen wird es richtig dunkel, kühl, feucht und mystisch. Denkt
bitte an festes Schuhwerk und nehmt am besten eine Taschenlampe mit. Also bevor ihr reist, muss die in den Koffer. Hier sieht man, wie aktiv Big Island eigentlich ist. Diese ganzen Lava-Tubes sind alle natürlich entstanden durch Eruption der Vulkane. Oh, da sieht man hier richtig auf dem Boden diese Lava, wie die hier geflossen ist. Seht ihr das? Wow, fantastisch, oder? Also ich vermute, das geht da ungefähr noch so vielleicht 50 Meter weiter und dann ist die Wand dort. Also nicht mehr so ganz weit, aber der Boden ist dann sehr, sehr, sehr uneben, also mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Und ohne Taschenlampe ist es, also ohne Taschenlampe und ohne festes Schuhwerk, ist es, glaube ich, Selbstmord für die Füße hier. Also bleiben wir mal hier stehen und schauen uns das von Weitem an. Hallihallo, wir sind in Hilo auf dem Farmers Market. Tada! Der Hilo Farmers Market ist ein echtes Highlight. Hier gibt es tropische Früchte, frisches Gemüse, handgemachte Produkte und hawaiianischen Streetfood. Bunt, lebendig und authentisch. Ja, wir essen jetzt mal hier ein bisschen Papaya für $2. Schmeckt sehr intensiv und sehr süß und ist okay. Hallo zusammen, wir sind jetzt am Richardson Ocean Park in Hilo und wir schauen mal, wie der Strand und das Meer so sind. Der Richardson Ocean Park ist einer der beliebtesten Strände in Hilo. Er zeichnet sich durch seinen schwarzen Lavasteinsand und kleine natürliche Pools aus, die perfekt zum Schwimmen und Schnorcheln sind. Das Wasser ist hier ruhig, weil es durch Lavafelsen geschützt wird. Ideal auch für Familien mit Kindern. Neben tropischen Fischen kann man mit etwas Glück sogar Meeresschildkröten im Wasser sehen. Die grünen Wiesen und Picknickplätze direkt am Meer laden zum zusätzlichen Entspannen ein. Hallo, Mira, wo bist du? Sag mal was. Shave Eis. In der Mitte ist das Eis Uala Ice Cream in der Mitte. Das besteht aus Süßkartoffeln. Mal sehen, wie das wird. Aber man kann auch House-Made Vegan Coconut Ice Cream nehmen. Die nehmen wir nächstes Mal. Für eine süße Abkühlung haben wir bei Cooler Shave Eis vorbeigeschaut. Hier gibt es Shave Eis mit natürlichen Sirupen, ganz ohne künstliche Zusätze. Frisch, fruchtig und unglaublich lecker. Als nächstes fahren wir zu den Thorston Lava Tubes und dem Hawaii Volcanoes National Park. Nach ca. 50 Minuten waren wir da. Unser nächster Halt im Volcano National Park ist die Thorston Lava Tube. Diese natürliche Röhre entstand vor ungefähr 500 Jahren nach einem Ausbruch. Da das Äußere schneller erkaltet, hat sich dann diese Röhre hier geformt, wie eigentlich jede Lava-Tube. Die Höhle ist ungefähr 150 Meter lang, die ist gut begehbar und man kann hier schön herabsteigen und dann wieder heraufsteigen. Drinnen ist es kühl, feucht und ein bisschen unheimlich, aber kein Grund zur Panik. Es ist wunderschön. Das war jetzt ein kurzer Ausflug durch die Thorston Lava Tube. Richtig schön, kühl und feucht. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück zum Auto. Hallo zusammen, willkommen im Hawaii Volcanoes National Park, einem der spektakulärsten Orte hier auf Big Island. Hier erlebst du hautnah, wie die Insel entstanden ist. Durch Lava, durch Ausbrüche, durch Vulkane, durch Feuer. Alles hat dazu beigetragen, wie es heute ist. Der Park ist riesig, fast 1300 Quadratkilometer. So groß ist der ganze Park. Voller Krater, schwarzer Lavafelder, Regenwälder und dampfende Erdspalten. Seit 1987 ist dieser Park Weltnaturerbe und ein echtes Muss für alle Naturliebhaber. Hier merkt man, wie dieser ganze Untergrund hier lebt. Also hier sieht man ein Steam Hole mit ganz schön heißer Luft. Aber es stinkt nicht so. Wir erinnern uns noch am Yellowstone National Park, wo das alles gestunken hat. Wollt ihr mal da reingucken?
Im Zentrum des Parks liegt einer der aktivsten Vulkane der Welt, der Kilauea. Er ist rund 1500 Meter hoch und ist zwischen 210 und 280 Jahre alt, also noch ein recht junger Vulkan. Kilauea ist ein sogenannter Schildvulkan, das heißt, er ist flach und breitet seine Lava ganz, ganz weit aus. Für die Hawaiianer ist dieser Vulkan heilig. Der Krater hinter mir heißt Halema'uma'u und ist einer der bekanntesten Krater hier auf dem Vulkan. Im Krater Halema'uma'u soll die Feuergöttin Pele leben, eine mächtige Figur in der hawaiianischen Mythologie. Kilauea war von 1983 bis 2018 fast ununterbrochen aktiv. Diese Eruption war einer der längsten der modernen Zeit. Ganze Lavafelder sind entstanden, teilweise bis zur Küste. Heute ist der Kilauea ruhig, aber trotzdem aktiv. Also man hat immer wieder Ausbrüche hier, die aber recht ungefährlich sind und sehr spektakulär für die meisten Besucher. Es gibt immer wieder dampfende Krater, kleine Beben und Gasaustritte, die kann man hier beobachten. Bei bestimmten Bedingungen kann man hier sogar rotglühende Lava sehen oder leuchtenden Dampf. Muss man halt Glück haben und meistens ist es in der Nacht. Mira hat wieder erfolgreich die Aufgaben des Junior Ranger Books abgeschlossen und wird jetzt wieder zu einem Junior Ranger gekürt. You were big. Okay, sure. You were very specific. M-I-R-A. Mira, this certificate is really cool, but that's not what you came for. You came for the badge, right? So to get the badge, you got to be sworn in. So raise your right hand. Your other right hand. There you go. And you're going to repeat after me, okay? I, Mira, promise to take only pictures and leave only footprints in the national parks. I promise to do all I can to protect living things and special places like national parks. And I'll share what I've learned with others. Eat all my vegetables. Clean my room at least once without my folks asking. Congratulations, Mary. You are the newest Junior Ranger. Round of applause. All these people. Awesome. Und jetzt geht zurück nach Kilauea Kona, was ca. 2 Stunden dauerte. In Kilauea Kona haben wir in den Apartments von Little Aloha gewohnt. Ein echter Geheimtipp. Die Unterkunft liegt in einer ruhigen Gegend, etwas oberhalb der Stadt, mit tollem Blick aufs Meer. Und man kann sogar Tee machen. Guck mal, ist ein Geschenk für uns. Ich glaube, das ist in jedem so. Wasser und Kaffee. Aber wir sehen das nicht so, weil das da. Aber wenn wir es auspacken können, sehen wir es. Kann man das? Lass uns oben gucken. Kannst du mit mir nach oben gehen? Unser Apartment war liebevoll eingerichtet mit viel Platz, eigener Küche und allem, was man braucht, um sich sofort wie zu Hause zu fühlen. Besonders schön war es, dass alle Strandutensilien zum Benutzen vorhanden waren, wie zum Beispiel Schwimmwesten, Strandtücher, Schnorchelbrillen, Sonnenschirme und Strandstühle. Grüß dich, Papa. Für uns war diese Unterkunft die perfekte Mischung aus hawaiianischer Gastfreundschaft, Komfort und einem authentischen Lebensgefühl, viel persönlicher als jedes Hotel. Wir spazieren jetzt zum nächsten Frühstücksort, hier in Kilauea Kona. In Kona haben wir das Journey Café entdeckt, ein gemütliches, modernes Café mit vielen veganen und gesunden Optionen, ideal für eine kleine Pause zwischendurch. Und ein Frühstück. Hallo zusammen, wir sitzen jetzt hier im Journey Café, Organic, Handcrafted and Local Food. Oh, das ist so toll, die machen hier vieles aus Macadamia Nuts, zum Beispiel Eiscreme, Soft Serve machen die aus Macadamia Nut Based. Oh, das ist ja so lecker, Macadamia und Cashew. Eine leckere Acai Bowl und eine Kichererbsensuppe. Sophie Burrito und ein Omelette. Ein Chickpea-Omelette aus Chickpeas gemacht, also Kichererbsen. Das Essen ist nicht nur
lecker, was für die meisten ja das Wichtigste ist, sondern es hat einfach auch die besten Zutaten hier. Es ist bio, es ist vegan und es hat nur natürliche Zutaten und das ist einfach für uns ein Traum. Und es ist so lecker, unglaublich. Macadamia Nut und Cashew Nut Milkshake. Und die Eiscreme da drin ist auch, das ist unglaublich. Downtown Kona ist das Herz der Stadt. Mit kleinen Läden, Restaurants und einer entspannten Strandpromenade. Hier kann man bummeln, die hawaiianische Atmosphäre genießen und abends spektakuläre Sonnenuntergänge über dem Meer erleben. Einfach schön und ruhig und entspannt hier. Wir hatten so viel Spaß, diese Stadt zu entdecken, die kleinen Läden und einfach nur herumzulaufen und zu gucken. Das Kona Inn Shopping Village liegt direkt am Meer und vereint hawaiianischen Flair mit kleinen Boutiquen und Restaurants. Besonders schön ist die große Wiese am Wasser, von der aus man den Sonnenuntergang beobachten kann. Ein wunderbarer Ort, um den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen. Das ist für uns eine ganz besondere Bucht hier auf Kailua Kona mit türkisfarbenem klaren Wasser und ruhigen Wellen. Perfekt zum Entspannen, vor allem mit kleinen Kindern. Also wir hatten hier sehr viel Spaß. In der Bucht hatten wir sogar noch ein unvergessliches Erlebnis. Wir haben hier mehrere Meeresschildkröten gesehen. Die schwammen einfach ganz ruhig zwischen den Felsen und kamen sogar zum Atmen an die Wasseroberfläche. Es ist etwas ganz Besonderes, diesen friedlichen Tieren so nah zu sein. Die hawaiianischen Honu gelten als Glücksbringer und stehen unter strengem Schutz. Für uns war es einer der magischsten Momente unserer Reise, direkt vor den Stränden von Kona. Als ich nichts ahnend dort im Wasser geschwommen bin, habe ich plötzlich eine Meeresschildkröte neben mir entdeckt, ungefähr 1 Meter oder so. Und das war sehr interessant, aber ich bin dann doch etwas weiter weggeschwommen, weil man soll ja ungefähr 3 Meter Abstand halten von den Tieren, um ihren Lebensraum nicht zu stören. Hallo zusammen, wir gehen jetzt auf eine Schnorcheltour an die Kealakekua Bay. Hallo, wir sind jetzt auf der Sea Quest Tour hier zum Captain Cook Island. Before we get on out of here, my name's Kieran. How deep is it? Oh, 3000 feet sind 1000 Meter. 1 Kilometer. Mit einem kleinen Boot für etwa 10 Personen ging es dann vom Hafen los. Die Fahrt dauerte insgesamt rund 3 Stunden. So, wir sind jetzt am zweiten Halt. Das ist der eigentliche Schnorchelspot in der Kealakekua Bay, direkt bei dem Denkmal von Captain Cook. Dort hatten wir etwa 1 Stunde Zeit, die Unterwasserwelt zu entdecken. Für uns war es das erste Mal Schnorcheln und es war unglaublich. Wir haben bunte Korallen gesehen, viele tropische Fische wie Gelbfischchen, Papageienfische und sogar kleine Seeigel. Mira hat es so toll gemacht. Sie sah mit ihrer Ausrüstung einfach zuckersüß aus und war total begeistert. Unser Guide und Captain Karen haben uns super unterstützt, uns alles erklärt und viele Geschichten über die Gegend erzählt. Sie haben dafür gesorgt, dass wir uns sicher gefühlt haben und gleichzeitig richtig viel Spaß hatten. Wir hatten so einen Spaß dabei. Es gab ein paar Anfangsschwierigkeiten, aber danach hatten wir alle richtig viel Freude daran, die Unterwasserwelt zu entdecken und einfach im Wasser zu schwimmen und ein paar Aufnahmen zu machen und einfach das Leben im Wasser zu genießen.
Wir sind jetzt hier gerade wieder auf dem Boot zurück. Wir haben gerade eine schöne Schnorcheltour hinter uns. Hier am Captain Hook Island. Uiuiui, das Boot wackelt hier hoch und runter. Eieiei, aber es ist lustig und cool. Das ist unser Captain hier. Und jetzt, ja, die Schnorcheltour dauert 3 Stunden. Und jetzt geht's zurück zur Insel. Handy schön festhalten, dass es nicht rausfällt. Ja? Jetzt zeige ich mal, wie es hier aussieht. Moment. Wie ihr sehen und hören könnt, hatten wir alle Spaß, selbst bei der Rückfahrt. Es hat gescheppert und gewackelt. Ich sage euch, das war ein Ride, aber gerne wieder. Da muss man sich auf jeden Fall gut festhalten. Oh. Mira, guck mal! Sag mal was. Es ist sehr toll. Der Captain macht mal hier kurz Halt, um uns eine wunderschöne Höhlenformation zu zeigen. Ah, okay, wir sind jetzt hier eine Höhle. Ah. It'll blast in and it'll actually smash up against this coastline right over here. So, you know, the native Hawaiians that go in there, burial sites, things like that, fresh water and these kinds of things. Looking at the other side, you can go swim up into the cave. Und als nächstes geht es zum Angry Face. Schaut mal, ob ihr es entdeckt. Kind of this angry face. That's the Angry Face. Moana. Out here, a little hill. So this is a pu'u right here. It's an old cinder cone. Hallo zusammen, wir haben jetzt eine Snorkeltour hinter uns und es war genial, das war richtig cool. Die Bootsfahrt war einmalig, dann haben wir so schöne Sachen gesehen, wie die Bucht und Höhlen und alles und das war einfach grandios. Für uns war das richtig toll. Okay, ich gebe zurück ins Studio. Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich bei Jordan und Erika von The Hawaii Vacation Guide bedanken. Ihre YouTube-Videos, Blogartikel und ihre Itineraries waren für unsere Reise eine riesengroße Hilfe. Wir haben so viele tolle Orte entdeckt, die wir ohne ihre Tipps wahrscheinlich verpasst hätten. Liebe Grüße an euch beide, ihr macht wirklich eine fantastische Arbeit. Wenn auch du nach Hawaii möchtest, dann schau dir auf jeden Fall den Hawaii Vacation Guide an. Link findest du unten in der Videobeschreibung.